Moin Leute, ich bin der Friedhof von Problem Bikes und heute erkläre ich euch, was ihr an eurem Bike regelmäßig checken müsst, damit ihr auch lang damit Spaß habt. Starten tun wir vorne am Rad, arbeiten uns dann Stück für Stück nach hinten durch, so wird auch nichts vergessen. Legen wir also los mit dem Vorderrad. Zuerst schauen wir uns die Schrauben am Bremssattel an und diese sollten alle angezogen sein und gegebenenfalls nachgezogen werden. Dabei könnt ihr die Bremsscheibe überprüfen, ob diese noch in Ordnung ist und keinen Verschleiß aufweist. Wie beim Vorderrad müsst ihr bei der Hinterradbremse ebenfalls die Bremse checken. Wichtig ist hier, dass ihr die Bremsbeläge noch auf Verschleiß überprüft. Die Achse des Vorderrads sollte natürlich immer schön fest sitzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Hebel nicht absteht. Die Achse sollte zudem immer schön gefettet sein. Die Speichenspannung kann sich früher oder später lösen und muss regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls nachjustiert werden. Weiter geht es mit dem Cockpit. Hier müssen folgende Punkte gecheckt werden. Als erstes schauen wir uns die Griffe an, die sollten natürlich fest sein. Weiter geht es mit den Bremsen. Hier überprüft ihr den Druckpunkt und den Bremshebel auf Ölverlust. Weiterhin überprüfen wir den Steuersatz. Hierbei könnt ihr einfach die Vorderbremse ziehen und das Rad hin und her bewegen. Sollte dabei ein Klackern oder ein Spiel auftauchen, müsst ihr den Steuersatz nachziehen. Hierzu müsst ihr die Vorbauschrauben lösen und könnt dann an der A-Head Cap den Steuersatz nachziehen. Hierbei solltet ihr vorsichtig vorgehen und lieber Stück für Stück euch rantasten. Anschließend die Schrauben am Vorbau wieder festziehen. Bei allen Schrauben ist es wichtig, dass ihr die richtigen Drehmomente beachtet. Die findet ihr entweder auf dem Bauteil selber oder in der Bedienungsanleitung. Auf Dämpfer und Hinterbau sollten wir natürlich auch ein Auge werfen. Da sich hier viele bewegliche Teile befinden, müssen wir hier genau hinschauen. Der Bolzen des Dämpfers muss kontrolliert werden, löst sich dieser häufig, einfach ein wenig Loctite benutzen. Die Buchsen des Dämpfers sollten kein Spiel aufweisen. Die Sattelstütze muss auch nach den angegebenen Intervallen geserviced werden. Zudem sollte die Stütze ab und an ausgebaut werden, um eventuell einen Schmutzeintrag zu entfernen und sie neu zu fetten. Hierbei solltet ihr auch darauf achten, dass das Kabel nachgeschoben wird. Eventuell müsst ihr den Hebel vom Lenker lösen. Achtet auf folgende Punkte. Die Gleitfläche der Sattelstütze muss auf Kratzer überprüft werden und die Schmutzabstreifer immer schön sauber sein. Bei allen Federelementen solltet ihr unbedingt darauf achten, die vom Hersteller angegebenen Serviceintervalle einzuhalten. Zuletzt checken wir noch die Standrohre der Federgabel auf Kratzer und Verschleiß. Da die Kraft über die Pedale übertragen wird, ist es besonders wichtig, hier genau hinzuschauen. Das heißt, die Pedale sollten immer schön fest sitzen. Ein wenig Fett auf dem Gewinde schadet nicht, wenn ihr die Pedale auch mal wieder demontieren wollt. Bitte beachtet hier die angegebenen Drehmomente der jeweiligen Hersteller. Ist dies nicht der Fall, kann das Gewinde der Kurbel Schaden nehmen. Zu guter Letzt überprüft den Antrieb auf Verschleiß.